gebe kein Geld aus bis Ende des Monats. Oh, das ist aber lang. Mahlzeit. Yay, yay. You think I'm lying to you? Yep, I've been lying to you. Hello. Ich bin gerade am Videoschneiden und dachte mir so, was kann ich jetzt eigentlich noch machen, weil it's Corona-Time. Wir alle müssen zu Hause sitzen und ich habe mir überlegt, weil ja alle durchdrehen da draußen mit ihren Hamsterkäufen, dass ich vielleicht einfach mal genau das Gegenteil davon mache. Sprich, ich gebe kein Geld aus bis Ende des Monats. Heute ist der 17. Oh, das ist aber lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Das werden 13 Tage, das sind fast noch 2 Wochen bis Ende des Monats. Es ist jetzt schon 10:30. Ich habe Hunger. Ich denke, ich mache mir jetzt ein Brot mit Frischkäse und Schnittlauch. Yay, yay. Hello, also ich mache jetzt eine kurze Pause. Ich chill jetzt ein bisschen. Ich habe Nachos gefunden und dippe das Ganze immer mit Hummus und Cocktailsauce und Mayo. Ich nasche dann einfach, ich snack dann immer so ein bisschen zwischendrin, weil ich bin nicht so der große Esser, also ich stelle mich irgendwie nie in die Küche und koche mir was. Bin immer nur so ein Snacker für zwischendurch. Irgendwie alles andere ist mir zu anstrengend, ich hasse Kochen. Yo, ich bin eingepennt. Ich koche mir jetzt mal Wasser auf für Tee. Hab mir jetzt gerade hier noch so eine Vitamine gemacht. Hab grundsätzlich das Gefühl, dass mir irgendwie Vitamine fehlen. Hunger habe ich jetzt nicht so, aber ich habe vorhin ja noch ein paar Nachos gesnackt. Und ich denke, das hält jetzt erstmal an. Heute Abend snacke ich dann noch ein paar und dann hat sich das auch erledigt für heute. Also ich denke schon, dass ich bis Ende des Monats damit hinkomme, mit dem, was ich hier habe. Guten Morgen. Ich habe gestern kein Geld mehr ausgegeben. Ich habe noch eine Suppe gegessen und Brot. Ja, sonst hatten wir gestern Abend noch einen kleinen Zwischenfall. Da dachte ich, das wird nichts mit dem kein Geld ausgeben. Da ging es Lilly nicht so gut. Lilly hat geschlafen, ist aufgestanden, hat sich gestreckt und hat angefangen zu zittern am ganzen Körper. Sie hat Gleichgewichtsstörungen, sie konnte nicht richtig gehen. Ich dachte erst, dass es vielleicht irgendwelche Vergiftungserscheinungen sind oder so. Wir hatten das gerade vor kurzem mit ihr schon und ich bin da recht panisch. Ich bin so eine Übermutter, ganz furchtbar. Also ich habe alle Ärzte in der Umgebung angerufen über natürlich der Anrufbeantworter mit irgendwelchen Notrufnummern. Die habe ich auch alle angerufen. Die wiederum hatten auch einen Anrufbeantworter mit irgendwelchen Notrufnummern, bis ich dann irgendwann in Ettlingen rauskam, was ungefähr 1,5 Stunden von mir entfernt ist. Mit der Ärztin durfte ich dann auch reden. Also dadurch, dass wir halt alles geprüft haben, gibt es ja einige Parameter, die man prüfen kann, um zu gucken, ist der Hund denn ansprechbar, ist er da, ist der Puls und so weiter. Bei ihr war alles in Ordnung. Ich gehe ganz stark davon aus, dass es irgendwie am Rücken liegt, dass sie vielleicht eine Verspannung hat, irgendwas im Wirbel, dass ihr was wehtut. Ich habe so eine Wärmepads, das habe ich
warm gemacht, habe sie auf den Rücken gelegt, habe sie ein bisschen massiert, die Muskulatur massiert, um sie zu entspannen. Und ich muss sagen, seitdem geht es ihr tatsächlich ein bisschen besser. Also, es gibt gar nichts Neues. Ich meine, es ist Quarantäne, was sollen wir machen? Ich esse, gehe mit den Hunden raus und sitze am PC. Time to get up! Lou und Lilly, oh mein Gott. Hallo. Also es ist jetzt ungefähr 9. Ich habe kein Geld ausgegeben heute. Jemand ruft mich an. Ob du behindert bist, habe ich dich gefragt. Ich habe ein paar Snacks gegessen. Ich habe nichts Warmes heute gegessen. Heute Morgen 2 Brote. Und das reicht für heute auch. Ich habe heute nur Tee getrunken. Ich habe, wie gesagt, einen ganzen Tee in diese Flaschen hier so umgefüllt. Es läuft bis jetzt ganz gut. Ich bin gespannt. Es sind ja noch ein paar Tage bis dahin. Und ich bin gespannt, wie lange mir mein Vorrat reicht. Ich habe die Challenge angenommen. Ich werde das jetzt durchziehen. Bis morgen. Tag 3. Und wir haben ein Problem. Ich war mit den Hunden heute Morgen spazieren. Ich habe die Hunde danach gefüttert. Und mir ist aufgefallen, dass denn ihr Futter fast leer ist. Sprich, ich muss definitiv aus dem Haus. Ich hoffe sehr, dass die Leute mir dann noch einen Sack übrig gelassen haben. Wenn nicht, muss ich versuchen, das irgendwie übers Internet zu bestellen. Aber Geld muss ich jetzt definitiv ausgeben, weil die Hunde sind nicht involviert in das Ganze. Die können nichts dazu, dass ich hier so eine Spinnereien im Kopf habe. Und deshalb muss ich auf jeden Fall Hundefutter kaufen. Ach so, gegessen habe ich bis jetzt noch nichts. Tee habe ich hier. Jetzt auf dem Weg zu Fressnapf. Es sind mehr Leute unterwegs, als ich dachte. Ich bin jetzt bei Fressnapf und ich hoffe sehr, dass ich noch was für meine Hunde zu essen bekomme. Ich habe ein bisschen Angst davor. Ich habe keinen Mundschutz, ich habe keine Handschuhe, es war alles ausverkauft. Es gibt hier nichts mehr. Wenn ich halt direkt aus den Läden komme oder so, dann desinfiziere ich mir halt direkt die Hände. Und wenn ich zu Hause bin, wasche ich die halt und desinfiziere die dort nochmal. Es war alles noch zu haben, sah gut aus auf den ersten Blick. Ich war jetzt nicht in allen Regalen, aber ich habe mein Futter bekommen, ich bin glücklich darüber. Und dann machen wir uns jetzt ganz schnell wieder auf den Weg nach Hause. Ich bin jetzt nach Hause gekommen, habe meine Hände gewaschen, desinfiziert und jetzt fange ich an, meinen Flur zu putzen. Und meine Treppen. Good morning in the morning. Meine Küche sieht immer noch aus wie ein Saustall. Ich bin gerade bei den Hunden zurückgekommen. Wir waren spazieren. Ja, wir haben noch ein bisschen die Sonne genossen. Ich habe gestern eine Sprachnachricht bekommen. Du musst unbedingt ein Video machen, wie du die TikTok Cinnamon Breads backst. Es krummelt draußen übrigens. Es hört sich nach Gewitter an. Haben eure Hunde auch so Angst vor Gewitter? Das ist furchtbar. Alles okay? Du großer, starker Hund? Werden wir das Ganze überleben? Alles wird gut. Muss ich jetzt mal runter? Zeig mal, was für ein Angsthase du bist. Alles wird gut. Hallo. Ich habe heute eigentlich nicht viel gemacht. Ich habe ja gestern noch das Cinnamon Bread Video aufgenommen. Ich verlinke euch das Video auch gerne unten. Das ist das Brot. Es ist hart und gummihaft. Mir gibt es nichts zu erzählen. Es ist Tag 5, ich habe kein Geld ausgegeben. Heute hat es hier geschneit, gestern hatten wir 20 Grad und heute hat es hier geschneit. Schnee. Typisches Wetter hier auf der Alp. Bis morgen.
taste so good. 6 words you never understood. Ja, mein Essen geht langsam zur Neige. Mein Brot ist aus, meine Butter ist aus, ich habe noch 2 Suppen über. Und das Geile ist, ich habe Haferflocken unten in meinem Schrank. Von die sind zwar schon offen und ich habe so ein paar schlechte Erfahrungen mit offenen Haferflecken, aber die sind noch gut, ich habe geguckt. Ich habe auch den Zimt und Zucker vom Dreh und ich habe noch meine geschlossene Soja. Und ich schätze einfach, dass ich das jetzt mal zusammenmische und gucke, ob ich mir daraus ein Frühstück machen kann. Ist zu. Ich mache jetzt so ein bisschen Zimt und Zucker da rein. Das wird dann wohl mein Frühstück für die nächsten paar Tage. Natürlich wäre schön. Oh mein Gott. Wenn ich frisches Obst hätte, aber einen bunten Früchtekorb. Damit mache ich normalerweise Smoothies. Oh, Erdbeeren, Himbeeren. Geil. Ich habe kein Geld ausgegeben bis jetzt. Ich bin sehr stolz auf mich. Cool. Hallo. Es ist Tag 7 oder 8, ich habe es vergessen. Ich habe nicht mehr so viel Zeug. Ich habe noch ein bisschen Hummus. Also was heißt ein bisschen? Der ist noch geschlossen. Ich habe noch eine ganze Packung Hummus und ich ärgere mich, dass ich kein Brot habe, um das essen zu können mit Brot. Ich habe noch ein bisschen Frischkäse. Ich habe den Sushi-Reis abgekocht, weil ich jetzt Sushi machen werde, weil ich den Hummus irgendwie verarbeiten möchte und den Frischkäse, bevor der schlecht wird. Schnittlauch, das wächst ja glücklicherweise immer wieder nach, wenn man das gießt. Dann mache ich vielleicht einfach ein bisschen Reis mit Hummus. Ich weiß nicht, wie es schmeckt, aber vielleicht schmeckt es geil. Ich mache mir jetzt 2, 3 Sushis, dann setze ich mich auf die Couch. Gucke ich heute endlich Disney Plus. Ich freue mich richtig. Hi, das ist Lilly. Wir machen heute Waschtag, habe ich beschlossen, weil wir erstens nichts anderes zu tun haben und zweitens hat dieses Baby hier schon wieder einen Specknacken. Und du bist heute auch dran. Ich weiß, glaube ich, habe Lu noch nie gebadet, weil sie es einfach nicht normalerweise nicht nötig hat. Sie riecht nicht, aber sie hat sich in letzter Zeit viel draußen rumgewälzt und sie hat so ein bisschen schuppiges Fell und deshalb werde ich sie mal baden. Wir haben das Problem, dass Lu sich gerade die Kralle verletzt hat. Das zeigt sie auch ganz offensichtlich. Schmeckt's, Lilly? Dann fangen wir doch mal an. Wer will? Bitteschön. Bitteschön. Wir kriegen jetzt natürlich beide aufs Leckerchen, weil die ganz brav waren. Patschi, gut. Patschi, good girl. Nein. Also, wie gesagt, ich habe nicht mehr viel über. Der Reis, ein bisschen Hummus, ein bisschen Frischkäse, die Minze, meine Marmeladen, das war's auch. Hier habe ich noch so die Kräutermischung halt, Spinat ist noch über und von den Früchten, die ich mir morgens die Haferflocken gemacht habe, ist auch noch was über.
Hier unten haben wir jetzt noch eine Tüte Kartoffelpüree, die ich nicht mehr machen kann, weil ich keine Milch mehr habe. Das ist noch an Haferflocken über. Das sind meine Vitamine, die ich jeden Morgen zu mir nehme. 2 Suppen habe ich noch über. Kürbis und Brokkoli, davon esse ich heute und dann halt morgen halt eine. Die Nudeln hätte ich noch, aber mit was soll ich die essen? Also im Endeffekt habe ich jetzt 2 saubere Hunde, dafür nichts mehr zu essen. Einen Morgen zum Beispiel habe ich den Reis gegessen mit Soße. Da habe ich mir so eine Rahmsoße warm gemacht und habe die dann halt mit Mayo und Rahmsoße gegessen, den Reis. Zum Frühstück. Also es geht schon, man kann überleben so. Mahlzeit. Morgen noch und dann habe ich es geschafft. Wir machen jetzt noch das Pfötchen. Das salten wir jetzt noch ein. Und dann haben wir es für heute erstmal. Hallo, es ist also der 1. April. Gestern war praktisch mein letzter Tag, an dem ich kein Geld ausgeben durfte. Ich habe es geschafft, kein Geld ausgegeben, bis eben auf den Futtersack von den Hunden, der musste sein. Also mir fehlen ein paar Sachen dann jetzt auch. Ich meine, ich habe mir überlegt, ich habe ja jetzt nichts mehr zu essen hier. Also mein Kühlschrank ist so gut wie leer, mein Vorratsschrank ist so gut wie leer. Und da ich schon lange vorhabe, mal wieder zu fasten, habe ich mir überlegt, lasse ich es doch einfach dabei und faste jetzt einfach für die nächsten 2 Wochen. Natürlich werde ich das auch filmen, also bleibt dran, das Video kommt auf jeden Fall. Ich habe mir einen Einkaufszettel geschrieben, was ich auf jeden Fall brauche. Mir geht das Klopapier aus. Ich hoffe, ich werde welches kriegen heute. Ich brauche eine Zahnbürste, ich brauche meine Vitamine, ich brauche Wasser. Ich kann den Tee nicht mehr sehen, ganz ehrlich nicht. Ich brauche Grillanzünder, falls es hier nochmal kalt wird. Ich meine, Leute, wir hatten 20 Grad, ich war mit den Hunden im T-Shirt spazieren und 2 Tage später hat es hier schon wieder geschneit. Heute ist sonnig, es ist ein schöner Tag, aber es ist nicht warm. Es ist so ein Fake-Wetter. Du guckst aus dem Fenster und denkst, boah geil, richtig schönes Wetter und dann gehst du raus und erfrierst. So. Fakt ist, gestern war der letzte Tag, ich darf ab heute wieder was kaufen. Ich werde mir heute was Leckeres zu essen kaufen, irgendwas, was ich sehr gerne esse und ab morgen faste ich dann. Ich danke euch fürs Einschalten, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video wieder dabei. Tschüss! Dieses Video wurde hochgeladen am 2.4.20. Was bedeutet? Heute ist Tag des Frettchens. Fun Fact, ich hatte mal 2. Am 2.4.1792 wurde der Dollar zur Hauptwährung in den USA. Namenstag haben wir heute Alexandra, Marion und Sandra. Guckt doch mal bei meinen anderen Videos vorbei und vergesst mich nicht auf Instagram und TikTok zu abonnieren. Yeah.